Heute zeige ich euch mal an einem simplen Beispiel, wie man sich einen Temperaturtower selber erstellen kann. Wir fangen an mit der Ebenenwahl, ein Viereck mit 2 Punkten, wählen es aus, bemaßen dieses mit 12 mal 65 mm. Ist der erste Teil der Skizze fertig. Das ist das Teil, wo es drauf steht auf dem Druckbett. Und dann nehme ich eine Höhe von 0,5 mm. Begründung: 0,5 mm deshalb, weil das erste Layer ist meistens 0,3 mm hoch und jedes weitere dann halt 0,1 oder 0,2 mm. Um dann weiter zu zeichnen, markiere ich die obere Fläche, gehe wieder auf Skizze, Viereck mit 2 Punkten, mache ein x-beliebiges Viereck rein und bemaße dieses dann auch wieder. Von der Kante bis der Kante 2 mm. Genau dasselbe an allen anderen Vierecken. 2, 2, 2. So. Dann möchte ich zusätzlich noch ein bisschen was austragen. Also nehmen wir wieder die Ecke. Und dasselbe machen wir hier. Und wir schneiden zusätzlich noch was raus. Und zwar das. Und das. So. Jetzt möchte ich die ganze Sache Bilder bemaßen. Und zwar von hier bis hier möchte ich haben 4 mm. Diese Strecke soll sein 10 mm. Diese Strecke soll sein 15 mm. Genau dasselbe machen wir hier unten. 15 und 10. So, um es zu gewährleisten, dass beide gleich lang sind, nehme ich die Seite, die Seite, die Seite und die Seite. Beim Markieren der Seiten müsst ihr aber die Steuerungstaste festhalten. Danach mit der rechten Maustaste auf einer der markierten Linien und gleich. Und damit sind dann alle 4 Linien gleich lang. So, ein Fehler in Skizzengeometrie ist mit vielen Abhängigkeiten versehen. Ist okay, kann ich mit leben. So, jetzt haben wir das. Jetzt ist die Skizze erstmal soweit fertig. Und jetzt tragen wir das dann auch wieder aus. Und zwar wählen wir die Skizze aus und sagen, das möchten wir 90 mm lang haben. Jetzt die Seite, ein bisschen rausgezoomt, noch ein bisschen. So, jetzt haben wir das so. Als nächstes gehen wir wieder auf Skizzenelemente, wählen eine Fläche aus und wir gehen auf Erstellen und Text. Jetzt markieren wir nicht ganz von oben, aber bis unten an die Kante das nächste Feld. Jetzt steht hier noch Beispieltext da, aber wir lassen uns davon mal bitte nicht stören, sondern wir sagen hier, okay, 180 Grad, 185 Grad und jedes Mal, wenn wir eine Zahl eingegeben haben, die Enter-Taste, um dann halt eine Zeile tiefer zu rutschen, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235 und 240. So, jetzt haben wir alle Zahlen schön untereinander zu stehen, aber so wie wir sehen, passt es da nicht rein, so wie wir das möchten. Also legen wir hier noch eine Höhe fest. Und wir fangen mal an mit 4 mm. Sieht schon recht gut aus, aber 4 dürfte zu wenig sein. Machen wir mal 4,5. Da gehen wir schon ein Stückchen über die Kante drüber weg, also ist dieses zu groß. Machen wir dann 4,45 und das sieht sehr gut aus. Also haben wir quasi einen Zeichenabstand von 4,45 mm. Sollte uns reichen. Und wir bestätigen das Ganze. Halt, wir machen das mal rechtsbündig, dann können wir hier vorne noch was machen, wenn wir wollen.
bestätigen das Ganze und damit ist es okay. Wir wollen die Zahlen natürlich aber auch drin haben. Also bestätigen wir erstmal den Teil der Skizze, gehen auf Erstellen, Prägen. Wir wollen nach innen prägen. Dann markieren wir als allererstes das, was wir prägen wollen. Das ist das. Und danach wählen wir die Fläche aus, auf die wir prägen möchten. Das wäre dieses. Jetzt sagt er uns hier, na gut, das ist das, was ich als letztes damit gemacht habe. Wir wollen aber haben minus 1 mm und wir bestätigen das Ganze. So. Und wenn wir uns jetzt die Skizze angucken, dann sehen wir, dass es alles 1 mm tief reingeprägt ist. Also sieht das schon mal sehr gut aus. Gehen wir jetzt wieder zurück zur Vorderansicht. Jetzt haben wir das schöne mittlere Teil. Und dieses verändern wir jetzt auch, indem wir sagen, okay, die Fläche markiert, weil wir darauf arbeiten möchten. Jetzt nehmen wir uns dieses Skizzenobjekt und Viereck mit 2 Punkten wieder, oder Rechteck mit 2 Punkten. Wir fangen hier unten an und wir malen jetzt erstmal das erste Rechteck so grob rein. Wie hoch das sein muss, das finden wir jetzt heraus, indem wir ganz einfach mal kurz auf Prüfen gehen, zoomen mal ein Stückchen rein und dann nehmen wir hier unten die 1 bis hier auch die 1 und dann haben wir hier einen Abstand von 6,945 mm. Dieses merken wir uns. Am besten aufschreiben oder keine Ahnung, im Kopf behalten. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Skizze. Und jetzt soll dieses von hier bis hier 6,945 minus 1 mm. So. Und jetzt hätten wir genau den Abstand von hier unten bis hierhin und es ist genau hier zwischen die Linie. Das wollen wir jetzt aber mehrere Male haben. Gibt es die Möglichkeit, dass wir endlos viele Linien zeichnen oder aber, machen wir mal kurz nochmal abbrechen, wir gehen auf Erstellen und dann hier rechteckig anordnen. Dann ist hier ganz wichtig, dass wir als allererstes auf Abstand gehen und dann wählen wir die Form aus, die wir gerne haben möchten. Und dann sagen wir hier einen Abstand von 6,945 mm. Halt, hier wollten wir das schreiben. 6,945 mm. So, jetzt malt er uns hier schon 3 so eine Vierecke rein. Wir wollen aber nicht 3 haben, wir wollen ein bisschen mehr haben, weil wir haben ja eine etwas größere. Noch ein bisschen rausgezoomt. Und dann schieben wir das so ganz langsam bis oben durch, bis wir das fertig haben. Dann haben wir quasi überall 1 mm Abstand für den Printtower. Wir bestätigen das Ganze. Und als nächstes gehen wir auf Skizze erstellen. Erstellen. Nehmen wir wieder das Prägen-Werkzeug, macht sich in meinen Augen am leichtesten. Und wir markieren alle diese Felder, die wir ausgestanzt haben wollen. Ein bisschen hochgeschoben. Und wir wählen im zweiten Schritt die Fläche aus, wo wir es raus haben möchten. Jetzt haben wir uns vorhin gemerkt, dass es 4 mm waren, machen wir 5 mm, dann sind wir definitiv durch. Und wir haben wieder zur falschen Seite ausgeprägt. Genau. Also nochmal Steuerung, Taste und Z für zurück. So. Das Ganze nochmal. Erstellen, prägen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Nach innen. Die Fläche auswählen. Wäre diese. 5 mm steht drin. Jetzt gucken wir mal vorher. Jetzt würde er das ausschneiden. Zack. Wir gucken wieder von vorne.
Sieht wunderbar aus. Genauso wollten wir das haben. Ja? So. Jetzt machen wir natürlich hier vorne noch so ein bisschen ein paar Dreieckchen rein. Jetzt zeichnen wir hier zusätzlich noch 3 Linien mit ein. Einmal eine hier unten, eine hier, eine hier. Und wir bemaßen das Ganze auch. Und zwar die erste mit 4 mm, die zweite mit 6 mm. Und jetzt wollen wir dasselbe nach oben hin auch wieder gleichbleibend im Abstand machen. Also gucken wir nochmal oben rein, wie das Maß war, falls wir das vergessen haben. Oder aber zur Bestätigung. Gehen wir hier rein, prüfen. Nehmen wir hier und hier denselben Punkt. Haben einen Abstand von 6,945 mm. So, jetzt gehen wir wieder hier rein, erstellen, rechteckig anordnen. 6,945 und wir wählen unsere 3 Linien aus. Das wäre die. Warum will das jetzt nicht? 6,945. Manchmal ist das mit dem Gucken 4-mal besser, mehrere Male besser. So. Wie gesagt, ich bin selber auch noch sehr frisch mit der Software. Aber ihr seht, selbst für mich als Einsteiger ist diese Software zu bewältigen. So, bestätige dieses mit OK. Und jetzt habe ich hier mehrere so eine schönen Dreiecke drin. Jetzt sagen wir wieder erstellen. Halt, Skizze fertig. Jetzt gehen wir hier auf Erstellen. Prägen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Die Fläche dazu ausgewählt wäre diese. Wir wollen es wieder geprägt haben. Und jetzt sagen wir mal, ganz vorsichtig, 10 mm. Wir haben bestimmt wieder in die falsche Richtung, oder aber, ja, wie soll es anders sein? Nochmal. Erstellen. Prägen. So, nach innen. Die Fläche auswählen dazu. -10 steht drin. Jetzt haben wir es. So sieht es schon mal recht gut aus. So, und das wollen wir jetzt, so wie das jetzt ist, wollen wir das natürlich auch speichern und auch zum Drucker geben und ausdrucken. Also machen wir das ganze Datei. 3D-Druck. Wir nehmen mal hier den Haken raus. Wählen die Datei, so wie sie ist. Und dann sagt er hier schon hoch. Naja, muss nicht hoch sein, das reicht, wenn es mittel oder niedrig ist. Machen wir mal mittel. Und wir sagen einfach, okay. Jetzt tun wir die ganze Sache nochmal abspeichern. 3D-Objekte, Drucker, Temperaturtower. Geben wir mal einen neuen Namen. Neu. So. Speichern wir das Ganze ab. Und somit haben wir jetzt gerade eben mit Fusion 360 einen Temp Tower erstellt. Im weiteren Schritt geht es da, zeige ich euch, wie man das Ganze in Cura einpflegt. Wenn ihr Cura geöffnet habt,
dann wählt ihr als allererstes den Drucker aus. Halt. Vorbereiten, den Drucker. In meinem Fall machen wir das jetzt für den Vanhayo Duplicator i3. Danach wählt ihr oder öffnet ihr das zu druckende Teil. Temtower neu in dem Fall. Das ist der, den wir gerade erstellt haben. Können wir uns ja mal kurz von vorne anschauen. Sieht so aus. Und jetzt machen wir als allererstes erstmal hier die Dinger hier alle raus, weil wir wollen jetzt zeigen, wie das geht. Und jetzt slicen wir das Ganze mal. So würde er jetzt brauchen 2 Stunden 25 Minuten. Ist komplett akzeptabel. 0,1 mm ist ein bisschen, ja. Machen wir das Ganze nochmal. Übernehmen. Wir möchten das Ganze mit 0,2 mm slicen. 1 Stunde 13 Minuten. Das ist natürlich bei weitem besser. Das Menü können wir zumachen und wir gehen rüber in die Vorschau. Und wir fangen ganz unten an. So. Als allererstes empfehle ich euch, auf die Draufsicht zu wechseln und zoomt euch wirklich so weit wie es geht rein. Ihr seid in der ersten Schicht, so wie ich jetzt hier auch. Und dann schiebt ihr den Scanner, also markiert ihr den und dann geht ihr mit der Pfeiltaste ganz langsam nach oben. Bis ihr hier an der Stelle hier die Linie kommen seht. Ich zeige die nochmal. Da ist er. Und dann geht ihr wieder einen Schritt zurück. Dann habt ihr jetzt hier die Reihe 37. Das könnt ihr jetzt euch in einer Excel-Tabelle reinschreiben oder aufs Papier. Ich mache es mal, um euch zu zeigen, was ich meine, in eine Excel-Tabelle rein, damit ich beides offen habe. So, die Excel-Tabelle möchte ich hier haben. Na, das ist nicht die Excel-Tabelle, da ist die Excel-Tabelle. So, also trage ich in meiner ersten Spalte 37 mm ein. Jetzt gehe ich weiter nach oben. Die nächste Spalte wäre 71 mm. Richtig? Jawohl, 71 mm. 71. Die nächste Spalte halt wieder hier rauf. Das ist jetzt der Prozess, der wirklich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber ihr müsst ihn wirklich machen. Aber ihr braucht ihn nur ein einziges Mal machen. So, jetzt sind wir hier bei 106 mm. 106. Jetzt probiere ich mal was aus. In den meisten Fällen klappt es, manchmal klappt es nicht. So. 71 und 106, 106 und jetzt schieben wir das Ding mal runter bis 402, bis 452, wenn es klappt. 456 klappt in unserem Fall nicht, also müssen wir das doch wieder von Hand eintragen. Und zwar wäre zu schön gewesen. Hätte man sich eine Menge Zeit und Arbeit ersparen können. 141. Eins sieben sechs. 176. Die nächste. Ja, die 210. Ja, weiter hoch. Wäre die 245. Gehen wir weiter nach oben. Wäre die 280. Und es geht weiter.
215. Dreihundertneunundvierzig. 384, 384. Und machen wir weiter. Wäre die 419. Ich glaube, das war das letzte, oder die letzte Zahl, die wir geschrieben haben. Genau, 419. So, und jetzt machen wir das genau andersrum. Jetzt schreiben wir hier in der 419 schreiben wir die 180 rein, weil ab da wollen wir die 180 Grad aktiviert haben. Und hier schreiben wir rein die 185. So, jetzt haben wir die zwei, markieren die beiden. Hier klappt es hundertprozentig. Und wir schieben das ganze Ding mal hier hoch. Das heißt, bei dem Layer 37 wollen wir eine Temperatur haben von 235 und das Ganze dann einmal durch. So, das haben wir. Jetzt machen wir ganz einfach. Jetzt gehen wir bei Uhr rein, Einstellung, Nacharbeiten, G-Code ändern. Ein Skript hinzufügen. Dieses. Und hier hat man die Möglichkeit und kann einige Sachen verändern. Wir wollen als allererstes erstmal die Layerhöhe. Und die erste Layerhöhe, die liegt bei 37. Und wir wollen Folgendes ändern. Und zwar ändern wir die Temperatur vom ersten Extruder. Und die wollen wir jetzt hier haben auf 235 Grad. 235 Grad. Machen wir weiter, wählen dasselbe wieder aus, Layer und Change Temperatur auf 230 Grad. Das nächste, dasselbe, Layer, Change Temperatur 225 Grad. Und wir sind jetzt hier bei Layer 106. Aber das ist ja auch richtig eingetragen. Hier haben wir es nämlich vergessen einzutragen. Die 71. Kann man immer alles nachträglich eintragen, kein Problem. Und jetzt geht es weiter. Gerät hinzufügen. Und wir gehen auf Layer. 141. 141. Und Change Temperatur sind wir jetzt bei 220. Jetzt kommt das nächste. Layer 176. Change Temperatur 215. Jetzt kommt das nächste. Layers, das 1, 210 ist der Layer und durch dummen Zufall auch 210 die Temperatur. Layer 245, Change Temperatur auf 205 Grad. Schließen. Wir sind noch nicht fertig. Nachbearbeiten G-Code. So. Layernummer 280. Temperatur 200. Layernummer 315.
Change Temperatur 195. Layernummer, Temperatur, tragen wir jetzt mal die 349 ein. Und da bleiben wir bei 190. Layernummer 384. Change Temperatur 185. Und jetzt das letzte, Change Temperatur, Layernummer 419. Temperatur 180. So, jetzt überprüfen wir das Ganze nochmal. Wir haben hier 12 Aktionen und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das stimmt. Und jetzt gehen wir ganz nochmal alles von oben durch, kontrollieren. Mal hier 137, das kann nicht stimmen. 37, 235, das stimmt. 71, 230 stimmt auch. 106 stimmt auch. 141 ist auch okay. 100 ist okay. Okay, okay. Okay, 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 okay. So, hier sind wir fertig. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und jetzt müssen wir ganz wichtig beim Material sagen, 240 steht schon drin. So, und damit ist die Sache hier dann erledigt. Jetzt sagen wir, okay, wir wollen das slicen. Und machen wir das mal wieder im Vollbild. 1 Stunde 13 Minuten bleibt dabei. Speichern in Datei. WDI 3, Temtower neu, ist okay, sind wir mit einverstanden, ist gespeichert. Und jetzt können wir die ganze Sache zum Drucker schicken, ausdrucken. Und dann haben wir letztendlich immer das, was wir haben wollen. Wir können überprüfen, bei welcher Temperatur kann sich welches Material oder lässt sich welches Material am besten mit welchem Drucker drucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war hilfreich, hat ein bisschen was gezeigt. Für Tipps und Ratschläge bin ich gerne zu haben und was ich verbessern kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten und abonniert den Kanal.